Hallo, liebe Freunde, es geht weiter mit dem nächsten Teil von Tainted Grail. So, der adligen Dame konnten wir endlich helfen. Dieser Frau müssen wir noch helfen, die ist auf der Suche nach diesem Schatz der Andraste. Das heißt, ich muss nochmal rausgehen. Und ich muss noch den Brief da, diese Dokumente zurückbringen zu diesem Typ da in der Burg. Müssen wir mal schauen, was wir zuerst machen. Hier ist ja immer noch Nacht. Ich bräuchte hier einen Schlafplatz oder so. Stummer Finlay, der redet nicht viel. Ah, du kümmerst dich also um den alten Baumeister. Mhm. Weißt du, was er hat? Ja, der ist ja stumm. Wie soll mir das erzählen? Überzeugend. Du musst doch etwas wissen. Schließlich stehst du ihm nah. Hat das was mit seinem Sohn zu tun? Toll. Besucht Darak ihn oft? Nein. Okay. Hat er keine Zeit, seinen alten Herrn zu besuchen? Ja, keine Ahnung. Hatten sie einen Streit? Ja, okay. Also hatten die einen Streit. Gut. Wir kommen der Sache noch näher. Ist es lange her? Mhm. Überzeugen, Finlay. Du kennst beide gut. Du weißt doch sicher, was passiert ist. Ah. Okay. Hatte der Streit was mit der Arbeit zu tun? Wird Goban mir etwas darüber erzählen? Danke für alles. Okay, machen wir das hier. Ah, mit der Arbeit. Okay. Mit dem Bau des Leuchtturms. Krankheit. Mit den Arbeitern. Ich mach mal Krankheit. Ja, okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Da hat der genickt. Ja. Leuchtturm, weiß er nicht. Arbeitern. Nein. Okay. Danke für alles. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein. Okay. Gut. Wird Goban mir mehr darüber erzählen? Nein. Okay. Weiß noch jemand anderes, was passiert ist? Keine Ahnung. Kann der Quartiermeister mir etwas über den Vorfall sagen? Nein. Na toll. Kann Derek mir mehr sagen? Ja, okay, alles klar. Na gut. Haben wir immerhin mal rausgefunden, was hier abgeht. So, Goban. Der wird mir nicht viel erzählen, aber Derek. Wer war denn der Derek nochmal? Der Sohn oder? So. Auf jeden Fall, ich werde mal zur Burg zurückgehen. Wird dem anderen dieses Dokumente bringen. Ja, der pennt, Alter. Müssten aber theoretischerweise alle schon schlafen. Wo finde ich jetzt ein Bett? Wo kann ich mich jetzt hier mal aufs Ohr legen? Gehe ich mal hier rein. Gehen wir mal in ein fremdes Zimmer rein. Oh, verdammt, da pennt schon einer. Und der hat auch nur ein Bett. Na komm, wieder raus. Das ist natürlich toll. Boah, ich habe Kohldampf, Leute. Ich habe Hunger. Ich habe jetzt 24 Stunden nichts gegessen. Nur Wasser zu mir genommen. Und heute Morgen eine Tasse Kaffee. Ich will ja 48 Stunden lang fasten. Und will mal gucken, wie das dann so ist. Ah, da ist noch einer. Ich werde das eventuell so einmal im Monat machen. Kann ich mit dem nicht reden? Wer ist das überhaupt? Hallo? Ne, mit dem kann ich nicht reden. Okay. Diese Frau ist auch weg. Na, die wird wahrscheinlich pennen. Aber ich bin schon weiter. Ich kann hier einfach die Sachen nehmen, ohne dass da steht, dass ich dann klaue. Also stehle. Aber ich brauche ein verdammtes Bett, Junge. Wo finde ich denn hier einen Schlafplatz? Hier ist noch eine Alchemiestation. Und
Das ist eine normale Wache. Da kann ich überhaupt nichts machen. Nee, komm. Ich gehe wieder runter, ey. Tja, das ist jetzt schlecht, wenn alle pennen. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute jetzt sind. Ist da hinten ein Bett? Hier war ich doch drin, oder? Oder war das woanders? Ja, toll. Warten und so kann ich auch nicht. So wie bei Skyrim. Dass man auf T drückt und dann konnte man einstellen, wie lange man warten will, damit man die Zeit überbrückt. Was haben wir denn hier nochmal? Ron ist überzeugt, dass Sigi bald schon lange tot ist, aber seine Papiere habe ich. Ja, genau, da muss ich hin. Und der Typ müsste da oben sein, okay. Vielleicht pennt er ja und dann können wir ihn aus dem Schlaf reißen und können ihm dann die Papiere geben. Oh, wo ist denn der? Ist er da oben oder was? Oder ist er das hier? Sigibald. Da haben wir es doch. You're back! Hi! Ich habe die Dokumente. Du hattest recht, es gab kein Problem. I told you, Ron is a good guy. And here's a little something for you. You know I pay well. Ehrlich gesagt war Ron etwas verwirrt. Yes? What's the matter, my friend? My friend. Und hier unten Deutsch übersetzt meine Liebe. Dude, ja, du bist tot. You're really good at this today. Wait. Oh. Oh, you're serious. I understand. For so many years, I've been afraid to open this letter. Was haben wir denn hier? But it looks like I needed to read it. Well, Krass. here's what it is, right? Der ist ja ein Geist. And I've been wondering why no one wants to talk to me. I thought to myself, are they mad at me or what? But why are you talking to me? Das frage ich mich auch. Can you see me? Ich habe einen Passagier in mir, der wohl helfen könnte. Ah, okay. Vielleicht deswegen kann ich Tote sehen. Anyway, may the All-Mother bless your path. See you next time. Krass, okay. Der ist voll ein Geist. Kann ich nochmal mit ihm reden? Nö. Okay, dann halt nicht. Aber wir haben den Auftrag erledigt. So, okay. Müssen wir mal gucken, was können wir als nächstes machen. Katrin ist in einer Zelle. Ja, okay, den Mann von der Katrin habe ich noch nicht gefunden. So, ein klarer Kopf. Vielleicht weiß Jan Heber, der Arzt, ja mehr über Gobens Leiden. Genau, das können wir machen. Wir sind hier oben. Der Heilder müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Da hinten, genau. Können wir gleich mal nachfragen, was dieser Goben hat, weil, keine Ahnung. Für mich sieht der eigentlich gesund aus, ja. Ah, na toll. Zu. Ist das nicht die Sonne? Oder ist das der Mond? Das müsste der Mond sein, wenn die alle pennen. Habe ich hier auch keinen Schlafplatz da hinten? Kochtopf. Ah, cool. Kann ich hier nochmal was kochen, ne? Rezepte habe ich keine mehr. Gut, okay. Tja. Keine Ahnung, Leute, wo ich hier pennen soll. Ich bin doch hier oben. Willkommen. Habe ich da oben keinen Schlafplatz bekommen oder so? Ne, mit dem will ich nicht reden, der ist ein bisschen komisch. Ja. Tja, dann haben wir ein Problem. Also kein Bett hier. Das ist echt zum Kotzen, ey. Wo finde ich denn hier einen Schlafplatz? Ja, außerhalb der Burg. Aber ich kann ja nicht jedes Mal rausgehen, wenn ich hier pennen will. Stimmt, ich kann hier alles nehmen.
Ich habe einige Fragen an euch, okay. Wofür genau seid ihr zuständig? Erzählt mir mehr über diese Hörner, über die Hörner. Ist das Schwert hier wirklich Excalibur? Könnt ihr mir über das Dorf erzählen? Warum postiert hier Odrin am Haupttor, wenn ihr wisst, dass er am Säufer ist? Was ist denn mit dem überfluteten Dorf in der... Das interessiert It mich used to mal. belong to the keep. You could say it was its beating heart. That village was where our lighthouses led the ships, and where the workers lived with their families. Ah, those must have been the days. But then the ships stopped coming, and there were less and less new keepers, and the others left looking for a better life. Until, at last, the sea took most of it. Okay. Ihr habt es also einfach aufgegeben? What else was there to do? There weren't enough people to live there, and nobody wanted to anyway. Not since the monsters started coming out of the sea. We wiped out most of them, but new ones showed up every now and then. Marg, our hunter, keeps an eye on the place. You can talk to him if you want. Mhm. Gibt es dort auch noch irgendetwas Interessantes? Depends on your idea of interesting. There's a weird statue with a gong, but I'm not sure how much of it is left. Other than that, probably just damp rubble. I don't know. Ask Marg. I'm pretty sure he just sits there all day instead of hunting. No wonder we've been eating nothing but fish. Mhm. Ansonsten... Das Dorf vielleicht noch. There are a few retired keepers living there. They might tell you about the good old days if you ask them nicely. There are also some refugees from north of the island, since we had nowhere else to put them. I don't really know much about what's going on in that place. I just make sure they have everything they need, more or less. You can always go see for yourself. Flüchtlinge? People fleeing from bandits, from the weirdness, you name it. I wasn't exaggerating when I said we were the last beacon of hope this far south. For these people, we are. Don't know how many more we can take, but that's a problem for another time. Okay, die anderen Sachen interessieren mich zurzeit nicht. Lassen wir den mal. So, haben wir jetzt wieder Tag. Oder... Sieht so aus, als wäre es wieder Tag. Müssen eigentlich alle wieder draußen sein. Immer noch nicht, sag mal. Ach, weißt du was? Ich knack das Schloss. Und geh einfach rein. Ist mir zu blöd. Na gut, der hat aber nichts mehr hier, ne? Glasfläschchen. Arztmessgerät. Da ist doch was drunter. Ein Schädel oder so. Ja, cool. Der hat nichts dabei. So, will ich mal mit ihm reden. Steht er auf? Ne, der pennt, Alter. Na toll, ey. Und kein Bett. Nur eine Liege. Na, schön. Okay, Pech gehabt. Dann gehe ich einer Mission nach. Dann mache ich das später. Ich frage später den Heiler. Ich werde erstmal gucken, was gibt es denn hier noch zu erledigen? Die Andraste. Also dieses alte Schiff. Das alte Schiff war da drüben irgendwo, ja? Hier. Ich werde da jetzt einfach nochmal hingehen. Werde mal auf Schatzsuche gehen. Also. Oh, da ist, oder das sind Wölfe wieder. Irgendein Wolf müsste bei mir in der Nähe sein. So, ich werde jetzt erstmal gucken. Quest. Wie sich herausstellt, ist der Hauptmann gar nicht an den Hörnern. Wenn ich ihn treffen will, sollte ich einen Weg in den Tempel der Allmutter finden. Aber bei den komischen Stamm da, was weiß ich, unvergesslich, naja, das war's nicht. Die letzte Fahrt. Hier, dem werden wir jetzt nachgehen. So, wie sieht's aus? Wo? Hä? Ich habe das doch markiert. Wieso zeigt er dann ins Dorf rein? Verstehe
Verstehe ich nicht. Hä? Quests? Die letzte Fahrt. Die Besatzung der Andraste hat die Fracht in eine nahegelegene Höhle gebracht. Hinweise darauf, wo die Andraste sich befindet, finde ich am ehesten im Seetagebuch. Es befindet sich im Museum der Hörner des Südens. Aber ich hab's doch schon gefunden. Ja komm, dann gehe ich halt nochmal ins Dorf. Gehen wir mal ins Museum, keine Ahnung. So, Museum ist da hinten. Vielleicht hier? Nö. Ist das das Museum? Auch nicht. Oder ist es zu? Oder ist es hier? Keine Ahnung. Oder hier oder da. Also hier ist die Taverne. Verstehe ich jetzt nicht. Also laut Map, laut Markierung müsste das hier drin sein. Aber da ist doch die Tür zu. Vielleicht weil es Nacht ist. Ich müsste mal warten. Ja, ich muss mal warten, bis es Tag ist. Keine Ahnung. Ich brauche hier auf jeden Fall einen verdammten Schlafplatz. Das geht mir auf den Keks. Hast du auch keinen Schlafplatz für mich? Sieht nicht so aus. Das ist ja doof, ey. Ja, okay. Ah, da vorne, ich gehe mal da vorne hin, da hängt noch jemand. Das wollte ich auch mal abchecken. Oh, die arme Frau, Alter. What? Are you here to gawk at the thief? Throw shit at him? Spit on his body? Well, I'll have to disappoint you. Cole didn't do it. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was ist passiert? You don't know? So you're not from around here? I have no idea what brought you to this shithole, but you have my sympathies. As you can see, a man can be hanged here for something he didn't do just because of who he is. All in the name of so-called justice. That bunch of old louts has held some kind of a grudge against us from the moment we arrived. They're pickled in their prejudices around here, so when their stuff started disappearing, it was easiest to cast the blame on outsiders. My husband paid the price. That's very nice of you, but it doesn't change a thing. How could they leave him swinging in this wind? Heartless sons of bitches. I can't leave him alone here. The seagulls will come soon. I won't let them touch him. The keepers have no control over what's happening in this place. The quartermaster just buckled under the pressure of the accusations. They found their thief and dealt with him. Such an admirable efficiency in enforcing the law. But there was a problem. The following morning, there was another theft. Oh. Now what are they going to do? Hang us all? Haben sie umsonst gehängt hier. You haven't had much to do with other people lately, have you? I'm not sure if the captain even exists, and the quartermaster has buried his head in the sand. The villagers either think it's a conspiracy or they feel someone's made a terrible mistake. Thing is, no one ever admits to terrible mistakes. And we know the truth. Cole didn't do it. Ich spreche mit dem Quartiermeister. Ich werde ihn bitten, Cole runterzunehmen. That's very kind of you. Something needs to be done. The tension between us, the villagers and the keepers, it's becoming unbearable. Tomorrow, someone else may hang. Wie gesagt, tut mir leid. Ja, gut. Wie sieht's aus mit dem Museum? Also ich glaube nicht, dass das Museum hier, dass es funktioniert. Obwohl ich gerade eine Tür gehört habe. Da ist wieder nix, Alter. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ich sehe hier nur Fische, Alter, und kein
Kein Museum. Da komme ich auch nicht rein. Außer es ist unterirdisch. Keine Ahnung. Oder... Da ist überhaupt nichts. Da ist auch kein Buch und gar nichts, ey. Was ist das für ein Mist? Guck mal hier. Nee. Also lassen wir das mal. Aber wie komme ich weiter? Also vielleicht muss ich da rein. Scheint aber nicht zu gehen. Das müsste hier drin sein, aber verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich werde auf jeden Fall... Ach, das ist ja doof, Alter. Wenn das jetzt ein Bug ist und ich komme hier nicht rein, dann geht die Mission auch nicht weiter. Ich gehe nochmal zum Wrack der Andraste und guck mal die Strände ab. Ob ich da vielleicht doch was finde. Ja, ich gucke gerade in die falsche Richtung. Ach so, warte mal, ich habe das... das ist ja meine Markierung. Eigene Markierung war das. Das war gar nicht hier... Das war gar nicht das Museum, ich Idiot. Klarer Kopf. Finstere Machenschaften. Ja, keine Ahnung. Schnellreise, ne. Galgen. Marktplatz, Blutsee. Hörner des Südens, klarer Kopf. Die letzte Fahrt. Ach, das ist da oben. Ist es eine Burg? Ach, komm. Nochmal die Burg. Jetzt kann ich auch diesen Heilder fragen. Der müsste jetzt mittlerweile schon wach sein. Die alte Schlafnase. Gehen wir jetzt erstmal zu dem Heiler. Wehe, der schläft noch. Da ist er. So, was die druidische Schriftrolle angeht. Genau, das müssen wir ja noch berichten, was passiert ist. Yes? How did it go? Das Ritual war nur ein makabrer, kindischer Streich der Druiden. Bastards. If this is how they behaved when they were all still alive, it makes more and more sense that people got fed up with them. But I don't get it, you know? Think about it. You have all this knowledge. You're practically a god among men, and yet you treat them like this. Why wouldn't you let the chosen few in on the secret? Why wouldn't you share the mystical arts, or even just let them observe? How are we supposed to figure these things out for ourselves? It would have been beneficial for all of us if their writings, their rituals, and their deeds weren't written in code. If they were easier to understand. Eine Mistel, hier. Mistletoe? Really? They gave you a mistletoe? It's just a useless piece of shit. And a parasite at that. Really nice way of proving their point that we're unworthy of their knowledge. Das eins noch. Der Cromlech war nach dem Ritual verändert. Stimmt. Das hat ja irgendwie geleuchtet. What? Changed? Changed how? Is it bad? Gut, sieht jedenfalls nicht aus. Kann sein, dass dunkle Magie am Werk war. Vorher war alles in Ordnung, aber jetzt sieht es aus wie in einem Albtraum. Ich mach mal das Oh hier. no. No, no, no. This is not good. Shit. We already have the undead, the weirdness, and the Del Rita to worry about. We don't need yet another problem on our hands. Besides, it's a known druidic site. What if news of something happening there reaches the Red Priests? They are ruthless in pursuing any remaining druids. If they find out about my interests, I'll be done for. Okay, verstehe. Was machen wir jetzt? We don't do anything, because I still can't leave the keep. You need to find a druid and make him reverse this somehow. Okay. Habt ihr eine Ahnung, wo ein Druide zu finden sein könnte? Two, actually, but they're nothing more than that. Ideas. There's a man who refused to leave the sunken village, and somehow survived. It's as if the monsters don't see him, which is impossible.
He must be hiding something. And since this place was sunk by the Druids, well, you know where I'm going with this, right? And of course, there's the tomb. I'm not sure how much of this is true, but I heard a rumor that not long after the Charred Conclave, Druids started arriving at something they call the tomb of a good Druid. Ah, da war ich doch But schon. that damned place is far, far to the north. I don't think I need to warn you that the road is dangerous, do I? Ah, hab ich Whatever you längst gefunden. decide, good luck. Da waren noch Please let me diese, know when it's done. da waren noch diese Dryaden. Otherwise, I won't be able to focus. I just hope nobody gets seriously ill right now. Gut. Aber wir sind noch nicht fertig. I figured it out! I figured it out! The mistletoe. Oh, how could I have been so blind this whole time? It's obvious, don't you see? They weren't laughing at me, do you see? They were telling me to embrace the part that I play in the world. The part that we all play in the world. Listen, mistletoe was their sacred plant, right? We know it's a parasite, and in extreme situations can even kill the tree on which it grows. Why would you worship a parasite? I finally got it. They realized that if everything goes well, it has minimal effect on the tree. Sometimes it's even able to give something back. Even better, it's evergreen, so birds can feed off it in winter. And even though it's poisonous to humans, druids were able to make medicine out of its fruits. Do you see? It's so obvious that it's no wonder the answer eluded us all. It's not about the mystical arts, the scrolls, or the rituals. That's all smoke and mirrors. It's about observing nature and drawing the right conclusions. Mistletoe feeds off the tree, but it doesn't just take. It gives back, just like we all do. We always take from something. The trick is to give back more than we take. That's meant to be our role in the world. It really isn't, though. I've been obsessed with their power and their rituals. I thought there was some forbidden knowledge that could make me more. But it turned out it's not about gathering knowledge and power just for the sake of it. It's about understanding our place in the world as parasites, but useful ones. There's no more knowledge to gain besides what's already here. The trick is, we need to learn to see it. Ah, this is my new quest. Thank you for initiating this discovery. Aha. So, ich habe mit dem alten Baumeister gesprochen. Der meinte, ihr könnt ihn nicht heilen. I can't, but that doesn't really concern you, does it? No, not really. Please, I really don't feel like talking about my failures. Where to begin? Frequent and excruciating diarrhea, red nose, blotchy skin, and flies on top of all that. Oh. That's not just old age, my friend. I've met doctors who claim that such an ailment isn't always the result of physical conditions. It may have another cause, mental. Any ideas? Ihr meint, dass bestimmte Leiden körperliche wie auch geistige Aspekte haben? Well, yes. Stimmt schon. I must admit that I'm completely unfamiliar with this Psychosomatisch. field in my practice. So far, I've treated bodily ailments to heal, well, the body. Those suffering spiritually seek comfort in faith and prayer. Perhaps there's something more. Listen, before you go, if you're really interested, I've read that the Druids had some luck in curing this disease. There won't be any Druids left here in the south, but who knows? Maybe you'll have some luck. And if you do, please, tell me all about it. Er hat doch gesagt, dass da 2 Druiden sind. Jetzt plötzlich weiß er nicht mehr. So. Das Rezept, das ihr gerade vor euch hingeflüstert It's habt. some local witchcraft I've been trying to make sense of. I guess I'll find out when I try it. Ausprobieren an euch selbst. Experience is the best teacher. Don't worry, I'm not testing anything on the others. Graham the Mad, a great Camelotian physician, used to say that a real doctor would never give his patient something he hadn't tried on himself first. A wise approach, which I follow myself. Ja, bei uns ist es genau umgekehrt jetzt zur Zeit. Die Pharmaindustrie, die lässt uns alles testen. Und glaubst du nicht, dass ein Arzt das vorher testet?
What irony? Oh, that was unexpected. Here, take it. What will happen, I have no idea. But please, tell me, if you live to find out. Okay, dann nehmen wir... Okay. Gut. Ich habe mal irgendwas bekommen von dem Medizin, die werde ich dann später nehmen. Dann gucken wir mal, was passiert. So, schon wieder neue Mission bekommen, also Druiden finden. Dem Typ helfen. Ja, toll. Wie kann ich jetzt dem anderen seinem Vater helfen? Also, ja, komm. Keine Ahnung, Leute. So, ich muss jetzt mal gucken. Ich muss jetzt mal gucken, wo das Museum ist. Ach so, das Museum war hier oben. Werde ich da mal reingehen. Da war ich noch nie drin. Und wir haben schon wieder fast die Zeit, das zu beenden. Rhetoric. Welcome to the Museum of the Horns of the South, the southernmost keep under Camelot's jurisdiction. My name is Rhetoric, and I will be happy to introduce you to the rich history of this fascinating place. A history that began 623 years ago with the first keeper, Sewell Firstfoot. I'd also like to bring your attention to our numerous exhibits that are, as I like to say, inanimate witnesses of the history of the Horns of the South. Okay, ich habe gehört, dass ihr das Seetagebuch der Andraste besitzt. Stimmt das? Do you mean the document with information about the course, weather, position and speed of the ship, as well as all of the stops and other occurrences kept by the captain or the first mate? More specifically, the document from the bridge of the Andraste, which sank tragically in nearby waters in the year 513. Indeed, we have it. Please, wait here. Okay. Here it is, though I doubt those records will tell you anything, since the weirdness surrounding Avalon made sailing impossible. The knowledge of the precepts of navigation has been... So, das Spiel hat kurz gehangen. Hier steht ja Navigation, Vergessenheit geraten. Okay, dann... Es ist also nutzlos. Man kann die Andraste nicht finden. Oh, no. We know that. You should have mentioned that you're looking for the wreck of the Andraste rather than the logbook. Every keeper knows that the Andraste was swallowed by the ocean. It's near what's currently known as Smuggler's Bay. Here, I'll mark it on your map. Das weiß ich doch schon längst. The museum holds a collection of 72 items of the so-called movable, tangible heritage. The collection includes big and small items that represent the world surrounding the keepers of the Horns of the South, from the 1st to the 6th century of the Avalonian era. Here you will find militaria, craft tools, everyday objects, furniture, textiles, coins, religious artifacts. I'd say all exhibits are worthy of your attention, but I could point you to the ones I personally think to be the most notable, or subjectively, of course, the most interesting. Klingt gut. Those would be the items that used to belong to Sewell Firstfoot. We have his signal horn, and also his boots. Those boots were the first to touch Avalonian soil.
What is also worth mentioning is the tableware used by King Arthur himself during his visit to the Horns of the South in the year 15 of the Avalonian era. Okay. Wow. Ihr habt die Originalstiefel, die Siwald trug. Könnt ihr mir mehr darüber erzählen? Siwalds Stiefel, habt ihr auch Siwalds löchrige Socken? Das Horn klingt interessant. Sein Horn, oh ja, ich möchte mehr über ein Stück tote Kuh erfahren. Naja, gut. Erzähl mir über das König Arthurs Geschirr. Erzähl mir mehr über den 600 Jahre alten Teller. Der klingt ja uninteressant. Gut, okay. Ich mach mal Stiefel. Yes, it's remarkable, isn't it? You can find them in the central display. Sewell's boots were sewn from 3 pieces of tanned calfskin, tied at the top with a leather strap. Na toll. The seam goes through the middle of the instep, which is decorated with ornamental embroidery. On the outer side of each shoe, you can find a decorative brass buckle with the motif of the Camelotian bear. It is notable that even after 600 years, they are still excellently preserved, which is unusual considering the high humidity in this area. It means that even the keepers of that time must have realized the historical value of Sewell's boots, and therefore made sure to adequately preserve them. Boah, tut mir leid, Leute, komm. Ich habe hier keinen Bock, über diese Artefakte zu reden. Ich guck mir die mal an hier. Ja. Auswählen kann ich sie nicht, klauen, also stehlen kann ich sie nicht, also ist es uninteressant. Der hat mir das Wrack der Andraste eingezeichnet, das habe ich aber schon längst gewusst, wo das ist. Ich guck mal, was da hinten so ist. Könnte ja sein, dass hier noch was Interessantes ist. Keine Ahnung. Werden wir das einfach mal gucken hier, ne? Mhm, gleich. Schlafplätze. Immerhin weiß ich jetzt, wo ein Schlafplatz ist. Das ist ja mal gut. Dann habe ich hier einen Haufen Fleisch halt wieder. Ja, cool. Gehen wir wieder zurück. Ansonsten ist hier keiner. Hm? Aufschließen der Wache. Ja, okay, aufschließen erfordert Schlüssel der Wache. Ja, gut. Ansonsten... Ja. Tja. Wie nenne ich diesen Teil? Ich habe jetzt diverse Sachen angefangen. Keine Ahnung. Der Heiler meinte, es gibt Druiden. Wegen dieser komischen Magie, die ich hier verursacht habe da in dem Steinkreis. Dann muss ich der Frau noch helfen, weil ihr Mann ja unschuldig aufgeknüpft wurde. Das können wir vielleicht noch machen hier, im Dialog hier. Ich habe mit Beatrice gesprochen. Ihr Mann wurde für die Diebstähle im Dorf gehängt. I knew that sooner or later someone would come here with this. The thefts haven't stopped. Yes, I know that. I've already heard all about it from both the pissed-off veterans and the confused refugees. It's not easy for me to admit, but nobody, including me, really knows what's going on. It looks like we screwed up majorly. But I see you've already decided to get involved in this mess. And you're not even from here. Great. That's just what we needed. Gerechtigkeit. There's no way I can dissuade you, is there? But maybe a fresh perspective is exactly what we need. You should start with those who got robbed. Heffen, Finley, and Ron. There are also the refugees. You should talk to them too. Come back to me only if you find solid proof. I mean it. We can't afford to hang another innocent. Ja, okay. Ich hätte noch etwas. Beatrice bittet darum, dass ihr Mann da runtergenommen wird. Shit, she's right.
We're not even sure that man had anything to do with the thefts. I'll get Tiernan to do something about it. That man's body dangling right next to the village can only make this entire situation even worse. Okay. Gut. Über die Diebstähle habe ich nichts rausgefunden. Ja, ich würde sagen, das war's. Also, erstmal schauen, was mit der Andraste ist im nächsten Teil. Ich werde da mal hingehen jetzt. Und das Spiel dort abspeichern. Und zwar liegt das Wrack da. Die Banditen müssen ja mittlerweile alle tot sein. Die habe ich ja alle gekillt. Kille, kille, kille. Da liegt sogar noch einer. Gebrandmarkte Haut habe ich noch bekommen. Sehr schön. Kopfgeld. Kopfgeld. Guck da oben. Liegt da auch noch einer. Da oben war ich ja schon drin. Und da unten ist diese Höhle. In der Höhle war ich aber auch schon. Und in der Höhle war nichts mehr. So, Andraste müsste hier vorne liegen. Okay. Wenn die in dieser Höhle nicht waren, dann muss sie irgendwo laut den Schriften, laut dem Tagebuch, irgendwo anders eine Höhle sein. Ich gehe mal im nächsten Teil, werde ich einfach mal da entlang schwimmen oder wie auch immer. Und halte hier mal Ausschau nach einer Höhle. Irgendein Eingang oder so. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Wenn das hier gesunken ist, kann das ja nicht weit weg sein. Jo, ich werde auf jeden Fall im nächsten Teil gucken. Jo, wir sehen uns im nächsten Teil. Danke Leute fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.